Was kostet ein großer Einkauf für uns als vierköpfige Familie hier in Peru? Wir zeigen euch wirklich alles, was wir gekauft haben, mit echten Preisen. Und damit herzlich willkommen, Freunde der Sonne. Wir sind Julien und Sebastian. Bei uns gibt es keinen strukturellen Einkaufsplan, zum Beispiel jede Woche Samstag. Wir machen es meistens so, dass wir versuchen, unser Fahrzeug gut zu befüllen mit Lebensmitteln und zu schauen, dass wir möglichst lange damit hinkommen. Ebenfalls möchten wir euch darauf hinweisen, dass unser Einkauf weder repräsentativ für eine peruanische vierköpfige Familie ist, noch vielleicht direkt für euch. Fangen wir direkt mit dem Gemüsehändler an. Das ist immer unsere erste Station und ich zeige und nenne euch jetzt die Preise, die wir da bezahlt haben. Und zwar hatten wir 6 Gurken zu je 1 Sol, die werden nicht gewogen, das geht nach Stückpreis, und 2 Maiskolben zu je 2 Soles. Das ist dieser großkörnige Cusco-Mais. Als nächstes kommt Brokkoli, und zwar sind das 2,2 Kilogramm für 13 Soles. Danach kommen jetzt 4 große Avocados, 1,4 Kilogramm für 7 Soles. Der Kilopreis war hier plus 5 Soles, war mal ziemlich günstig. Danach kommen jetzt 3 Kilogramm Süßkartoffeln für 6 Soles, also Kilopreis 2 Soles. Gefolgt von 2,2 Kilogramm rote Zwiebeln, 4 Soles 40, also auch 2 Soles das Kilo. Gefolgt von Spinatblättern, 1 Kilo und 350 Gramm, 12 Soles. Ein Bund Radieschen, ein großes Bund für 5 Soles. Danach kommt eine sortenreine Avocado, Fuerte heißt die hier, also sowas wie stark, 1,3 Kilo für 12 Soles 50. Danach Racacha, 2,1 Kilo für 4 Soles 20. Danach Papa Amarillo, also gelbe Kartoffel übersetzt, 2,8 Kilogramm für 8 Soles 50. Danach Möhren, 3,8 Kilogramm für 9 Soles 50. 2 Romana-Salate, insgesamt ein halbes Kilo für 2 Soles 50. 3,1 Kilogramm Tomaten für 12 Soles 50. Knoblauch ist ein Viertel Kilogramm, 3 Soles. Jetzt kommt Zuckererbsenschoten, 360 Gramm für 1 Sol 40. Dicke Bohnen, 640 Gramm für 2 Soles 50. Paprika, 1050 Gramm, 7 Soles 30. Chili, halbes Kilo, 5 Soles 80. Stangenbohnen, 960 Gramm, 5 Soles 70. Rotkohl, 2,3 Kilogramm, 11 Soles 80. Jetzt kommt Weißkohl, 5,3 Kilogramm, 15 Soles 90. Weiße Zwiebeln, 2 Kilo und ein Viertel Kilo, also 2 Kilo 250 Gramm für 11,20. Dieser Einkauf beim Gemüsehändler hat insgesamt 171 Soles und 70 Centimos gekostet. Er hat auf 170 Soles abgerundet und hat uns zusätzlich noch in etwa 1,5 Kilo Yuca, also Maniokwurzeln, geschenkt, weil wir bei ihm immer einkaufen. Das wären umgerechnet aktuell in etwa 43,69 € für diesen Einkauf beim Gemüsehändler. In Deutschland sind wir meistens zu einem großen Supermarkt gefahren und haben den Großteil unseres ganzen Einkaufs da abgedeckt. Das ist in Peru nicht so. Wir versuchen unseren Einkauf gezielt auszurichten, wo entweder die Produkte am frischesten sind, wo ein Produkt am günstigsten ist, wo wir von einem Produkt am meisten überzeugt sind oder wo wir sogar Beziehungen haben zum Verkäufer. Oder wo wir manche Produkte nur da erhalten, weil es die anderen gar nicht führen. Dazu kommt dann ein großer Fruchtstand Seda-Bananen. Die heißen hier Seda, das sind eher so Cavendish-Bananen, also wie man sie in Deutschland bekommt. Das sind 20,5 Kilogramm. Der ganze Fruchtstand, da würde ich jetzt mal grob 2 Kilo abziehen für den Strunk in der Mitte, für den Stängel. Und dafür haben wir bezahlt 14 Soles. Dann Kochbananen, haben wir 2 kleinere Fruchtstände zu je 7 Kilo etwa. Da würde ich jetzt nicht so viel abziehen, weil die Strünke sind da dünner. Ein halbes Kilo vielleicht. Also insgesamt 13 Kilo und dafür haben wir 10 Soles bezahlt. Und dann noch einen großen Fruchtstand Kochbananen. Der hat gekostet 12 Soles
Und das sind geschätzt, weil haben wir schon welche abgeschnitten jetzt, das sind geschätzt 10, wahrscheinlich eher 15 Kilo. Alles, was jetzt folgt, haben wir dann bei kleineren Händlern bzw. Straßenhändlern 2 Ananas. Ich sag mal, für deutsche Verhältnisse mittelgroß, eine normale Größe. Für hier sind sie relativ klein. Die haben zusammen 5 Soles gekostet. 2 gelbe Maiskolben, also sowas ähnlich wie Zuckermais, aber der ist nicht sehr süß. Der ist auch ein bisschen milchreif. Da hat einer 1 Sol gekostet, also 2 für beide. 8 kleinere reife Kokosnüsse, also die wirklich das feste Fleisch haben, die verholzt sind, so wie die man in Deutschland im Supermarkt kaufen kann. Da hat eine 1 Sol gekostet, also insgesamt 8 Soles. 3 kleine Papayas für 4 Soles insgesamt. Die ganz kleinen haben 1 Sol gekostet, je Stück, und die etwas größere 2 Soles. 2 Paletten, also 2 solche Stiegen, Eier für insgesamt 24 Soles. Also eine so eine Stiege kostet 12 Soles und das sind 30 Eier. Also insgesamt 60 Eier für 24 Soles. Danach waren wir bei einem kleineren Händler, der auch da am Markt mit ist, der von sich behauptet oder auch so bekannt ist, dass er Bioprodukte verkauft, Bioprodukte, die regional sind. Da haben wir gekauft Chankaka. Das sind 2,3 Kilogramm purer Zucker sozusagen, Zuckerrohr, fest gewordener Zuckerrohrsaft, ja, Sirup und dann noch weiter eingekocht. Also die Vorstufe vor dem Zucker, den man so kennt. Und wie gesagt 2,3 Kilo, das sind ein Doppelblock, also es sind 2 Blöcke zu jeweils 1,15 Kilo. Und insgesamt hat das 14 Soles gekostet. Zusätzlich haben wir bei ihm gekauft ein regionales kleines Wurzelgemüse, das nennt sich Mitjuxi. Wer da mehr darüber wissen möchte, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Das war ein halbes Kilo und hat gekostet 2 Soles 50. Zitronen für 6 Soles. Das geht nicht nach Kilo, sondern 3 Stück für 1 Sol. Dann danach noch 2 Kürbisse, insgesamt 4 Soles. Und 3 Auberginen für 2,50. Die sind relativ klein. Weil wir bei unserem Gemüsehändler nicht alles bekommen haben, sind wir noch zu dem anderen kleinen Händler gegangen und haben dafür 1,85 Kilogramm rote Beete, 8 Soles 30 bezahlt und haben nochmal rote Zwiebeln zusätzlich gekauft, weil das ein bisschen wenig waren, die wir bei dem ersten mitgenommen hatten. Und da waren 2,6 Kilogramm für 7 Soles 70. Insgesamt ist es bei dem Händler etwas teurer gewesen. Als nächstes haben wir dann trockene Lebensmittel gekauft, also so Vorratslebensmittel. Da haben wir auch einen Händler, wo wir fast alles bekommen und recht gute Preise erhalten. Wir haben da gekauft ein Paket Kamilletee, 8 Soles. Ich glaube, das sind 100 Beutel. Ein Paket Zimt-Nelkentee, auch 100 Beutel, wenn ich mich recht entsinne. 2 Rollen Küchenpapier, die haben zusammen 16 Soles gekostet, also eine kostet 8 Soles. Gemahlener Ceylon-Zimt, 200 Gramm, 12 Soles. 2 Pakete Tokai Anti-Mückenspiralen, insgesamt 5 Soles. 2 Kilogramm trockene Kichererbsen, 15 Soles. 100 Gramm schwarze Pfefferkörner, 3 Soles 70. 1,5 Kilogramm Kaniwa für 16 Soles 50. 1 Kilogramm Quinoa für 13 Soles. Das ist der normale Quinoa, der helle, den ihr auch in Deutschland kaufen könnt. 1 Kilogramm schwarzer Quinoa, 14 Soles. 1 Kilogramm roter Quinoa, auch 14 Soles. 4 Dosen Sojamilch, 390 Milliliter zu 11,20, also insgesamt 11,20. Die Dose kostet 2,80. Schwarzer Sesam, 500 Gramm, 9 Soles. Beiger Sesam, also der normale Sesam heller, 500 Gramm, 5 Soles. Geröstete Kürbiskerne, 660 Gramm, 20 Soles. Sonnenblumenkerne, 1 Kilogramm, 14 Soles. 1 Kilogramm Rosinen, das sind die kleinsten, die es da gibt. Da kostet das Kilo 14 Kilogramm. 2 Kilogramm geröstete Erdnüsse, 24 Soles. Also das Kilo 12 Soles. Ein halbes Kilo Metschuldatteln mit Kern, 12 Soles.
2 Kilo Weizenvollkornmehl, 16 soll es. 1,5 Kilogramm Amaranth, 18 soll es. Das war jetzt alles, was wir da bei diesem Laden gekauft haben, und das schlägt auch mit am stärksten zu Buche mit insgesamt 268 Soles und 40 Centimos. Das sind umgerechnet etwa 68,98 €. Zusätzlich habe ich dann daneben noch bei einem anderen Laden gekauft 2 Kilogramm Linsen, trockene Linsen. Hätte es bei dem anderen auch gegeben, aber die Qualität bei dem anderen Laden gefällt mir besser und die sind auch ein bisschen günstiger. 2 Kilo Linsen für 10 Soles und 1 Kilogramm regionale ungeröstete Erdnüsse für 8 Soles. Also insgesamt nochmal 18 Soles. Demzufolge ist unser Einkauf auch nicht innerhalb von 1 oder 2 Stunden abgehandelt. Meistens zieht sich das den ganzen Tag hin oder zumindest bis zum frühen Nachmittag. Und wir starten auch früh, 4:30 in der Regel fahren wir los, dass wir mit der Morgendämmerung oder etwas davor schon in der Stadt sind. Danach sind wir zu einem weiteren, ich sage jetzt mal, spezielleren Supermarkt gefahren. Und da gehen wir meistens hin, da gibt es eben Produkte, die es sonst nicht so gibt in anderen Läden, die dann eben demzufolge auch teurer sind. Ja, da gibt es auch importierte Sachen zum Teil. Da haben wir gekauft ein Paket 250 Gramm gerösteten Kaffee, schon gemahlen, 14 Soles 50. Ein Paket solche Gummihandschuhe, Mehrzweckhandschuhe für die Küche, Größe L, 5 Soles. Eine Dose 150 Gramm Stevia-Pulver, pures Stevia-Pulver, also nicht mit Zucker gestrickt oder so. 31 Soles. Das ist natürlich ein ziemlich teurer Posten, wie man sieht. Das hält aber auch recht lang. Eine Dose Sardinen, 120 Gramm netto für 7 Soles. Panela gemahlen, 1 Kilogramm, 9 Soles 60. 700 Gramm Amazonassalz aus der Region, 13 Soles. 1 Kilogramm griechischer Naturjoghurt, also der ist nicht aus Griechenland, aber nach griechischer Art. Naturjoghurt ohne Zusätze für 16 Soles. Und 500 Gramm peruanischen Paria-Käse, das ist ein fester Schnittkäse mit Kräutern. Ein halbes Kilo hatte ich schon gesagt, für 31 Soles. Man sieht, das sind alles Produkte, die, außer jetzt die Gummihandschuhe, die spezieller sind und auch ein bisschen teurer sind. Es gibt auch günstigeren Käse, es gibt auch günstigeres Salz und es gibt auch, wobei der Kaffee ist schon einer mit der günstigeren, ja, da gibt es deutlich teurere. Da haben wir insgesamt bezahlt in diesem Laden 127 Soles und 10 Centimos. Das entspricht 32,66 €. Danach sind wir gefahren zum Plaza Vea. Plaza Vea ist eine große Supermarktkette. Wir haben da gekauft 500 Gramm Heidelbeeren für 15 Soles 49. Das ist recht teuer aktuell. Bei einem Straßenhändler bekommt man die Heidelbeeren zum Teil das Kilo für 20 Soles. 670 Gramm Hühnerleber für 5 Soles 96. Da wäre der Kilopreis 8,90. Rinderleber 840 Gramm zu 11 Soles 67. Das entspricht einem Kilopreis von 13 Soles 90. Und ein kleiner weiterer Hinweis, der Einkauf impliziert ebenfalls auch die Ernährung für unseren Hund Buddy. Wenn ihr unseren Hund Buddy noch nicht kennt, dann gibt es hier ein passendes Video dazu. Hühnerherzen 450 Gramm zu 5 Soles 80. Da entspricht der Kilopreis 12 Soles 90. Entschuldigung. Eine Dose echter Bonito-Fisch, das ist eine Makrelenart, zu 140 Gramm Nettogewicht, 4 Soles 20. Eine Dose, nochmal das gleiche, Bonito, echter Bonito, aber etwas größer, 170 Gramm netto für 5 Soles 70. Wir wollen das einfach mal ausprobieren, welche davon besser ist. 1 Liter Sonnenblumenöl für 12 Soles 90. Das ist ein importiertes aus Italien, weil wir uns davon eine bessere Qualität erhoffen, weil es gibt auch Sonnenblumenöl für um die 8 Soles. Oral-B Zahnseide, 13 Soles 90.
Auch ein relativ teurer Posten. Ziegenfrischkäserolle mit Kräutern. 110 Gramm, kostet 11,90 $. 160 Gramm Thunfisch im Glas, also 160 Gramm netto, zu 7,40 $. Katzenfutter nass, eine Tüte zu 3 Soles. Wir füttern eigentlich nur Trockenfutter, allerdings musste unsere Katze eine Medizin bekommen und das ist besser, wenn wir das in Nassfutter einmischen. Eine Packung 750 Gramm Parboiled Reis, 5,60 $. Ein Paket Seife, Waschseife, 380 Gramm, 5,90 $. Eine Dreierpackung Handseife, das ist auch eine etwas bessere von den Inhaltsstoffen her, für 16,90 $. Insgesamt haben wir bezahlt bei Plaza Vea 126 Soles und 30 Centimos. Das entspricht 32,46 €. Zusätzlich haben wir noch gekauft, also jetzt nicht bei Plaza Vea, ja, auf dem Nachhauseweg dann, 1 Kilogramm rohe, ungeröstete, getrocknete Kakaobohnen für 22 Soles. Und 2 Kilogramm Katzentrockenfutter für 20 Soles. Wir haben jetzt alles zusammengerechnet und ihr werdet staunen oder vielleicht auch überrascht sein, was wir denn für unseren Einkauf ausgegeben haben. Dementsprechend haben wir welche Summe ausgegeben. Wer hat fleißig mitgerechnet, der weiß es schon. Wer noch nicht, du verrätst es uns. Ja, und zwar haben wir ausgegeben 859 Soles und 50 Centimos. Das entspricht bei dem vorhin erwähnten Wechselkurs in etwa 220,89 €. Das weiß ich nicht, das könnt ihr jetzt bewerten, ob das günstig oder ob das teuer ist. Für uns ist es viel, aber wie ich schon gerade eben erklärt habe, ist es auch teilweise für einen Monat oder länger. Habt ihr Produkte entdeckt, die ihr zu Hause bei euch auch jedes Mal im Einkaufswagen habt? Dann schreibt mal in die Kommentare. Oder schreibt, was in unserem Einkauf auf jeden Fall gefehlt habt, was ihr auf jeden Fall kaufen wollen würdet. Ja, eins ergänzend, wir kaufen im Prinzip so gut wie nie Getränke. Ja, mir fiel das Wort gar nicht ein. Weil wir ja in der Regel noch Wasser trinken, was wir bei uns auf dem Grundstück haben, beziehungsweise aus diesem Wasser dann selber Tee machen oder eben andere Getränke daraus machen. Deswegen ist die Position Getränke bei uns eigentlich fast nie vorhanden. Und damit verabschieden wir uns und hoffen, wir konnten dir mit diesem Video etwas Wissen vermitteln. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!